Du ziehst in Premiere Pro ein Video in deine Timeline und die Tonspur fehlt? Diesen Fehler lösen wir jetzt gemeinsam. Bleib dran! Es ist zum Verrücktwerden. Bei dem ersten, zweiten, dritten Video hast du die Tonspur drin und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Du ziehst die Videos in die Timeline, Tonspur fehlt. Egal was du machst, sie bleibt weg. Ich zeige dir jetzt, wie du dieses Problem ganz einfach lösen kannst. Ich habe ein bereits abgeschlossenes Videoprojekt in Premiere Pro geladen und werde euch das Problem einmal vorführen. Dazu zoome ich mal etwas in die Timeline und ziehe ein neues Video hinein. So, wie ihr sehen könnt, ist das Video jetzt in der Timeline. Was allerdings fehlt, ist die Tonspur. Das liegt daran, dass das Quellpatching hier bei den Tonspuren 1, 2 und 3 ausgeschaltet ist. Ich werde einmal das Video löschen, das Quellpatching bei der A1-Spur einschalten und das Video erneut in die Timeline ziehen. Wie ihr sehen könnt, ist die Audiospur jetzt verfügbar. So, warum werden hier Tonspuren A1, 2 und 3 angezeigt? Das liegt daran, dass dieses Video über insgesamt 3 Tonspuren verfügt. Ich werde es noch einmal löschen, schalte die A2 und A3 Spur mit dazu und ziehe es in die Timeline hinein. Wie ihr seht, ist das Video jetzt mit all seinen 3 Tonspuren in der Timeline. Mit dem Quellpatching kann ich also steuern, welche Spuren beim Importieren des Clips berücksichtigt werden. Das gilt auch für die Videospur. Ich bedanke mich jetzt für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor du dich auf das nächste Video stürzt, nutze die Gelegenheit und abonniere diesen Kanal. Lass auch einen Daumen nach oben da. Solltest du Fragen haben, nutze die Kommentarfunktion. Ich bedanke mich, dein David von Multimedia Toolkit. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere diesen Kanal und vergiss die Glocke nicht. Lass auch einen Daumen nach oben da. Vielen Dank für deine Unterstützung.